People are having children increasingly late in life. This also means that some people are having fewer children than they otherwise would have wished for. Wir haben gezeigt, dass vor dem Zweiten Weltkrieg die Handelspolitik stark dazu beigetragen hat, dass der Handel immer weniger multilateral wurde, am Beispiel der britischen Zollpolitik nach 1932 und der Einführung imperialer Präferenzen und damit einer stärkeren Fokussierung auf Handel innerhalb des British Empires. Demografie. In deutscher Sprache wäre das die Sortenimport-Substitutionselastizität zwischen ähnlichen Gütern aus verschiedenen Ländern. Literally, this means the description of people. It covers the study of human population, for instance birth, death and migration. Also zum Beispiel, ob man statt argentinischen Rindfleisch auch australisches Rindfleisch verwenden möchte. My research explores how changes at all levels of society, for instance, increasing levels of education or changes in gender roles, affect whether and when people have children. Unmittelbarer Impact besteht natürlich nicht, weil das Ganze 87 Jahre her ist. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Entmultilateralisierung des internationalen Handels und das Problem, dass man die Weltwirtschaftskrise von 29 nicht ordentlich hat lösen können, ziemlich viel davon erklärt, wie man in Autoritarismen und letztlich in den Zweiten Weltkrieg gekommen ist. Und wenn man das besser verstehen kann, dann kann man sicherlich irgendwie daraus lernen. Helping countries gain insight into how they tick and how they could develop further. Dass man tatsächlich noch alles selbst machen darf, vom Entwickeln der Fragen, über das Sortieren von Daten bis hin zur Auswertung und dann dem Aufschreiben und Erklären. The lack of job security. Aber wenn ich mir zu viel vorgenommen habe, das ist dann schon nervig, wenn man es nicht fertig bekommt. Well, that was great news for me. Ich habe erst mal ungläubig gestaunt und dann, als guter Historiker, habe ich mir das Mail ausgedruckt, weil papiergläubig ist man ja dann doch. No, never. Alleine hätte ich sicher hingeworfen, aber es waren ja noch 3 andere beteiligt und dann reicht die gemeinsame Energie. Passion, Respect und Konzentration ohne Tunnelblick. Having a child and a career at the same time. Dass ich mit diesen 3 Kollegen zusammenarbeiten durfte und dann ist es ja auch Lead-Artikel geworden im American Economic Review und das ist so das Höchste, was man erreichen kann theoretisch. Da habe ich dann sogar die Zeitschrift nochmal abonniert auf Papier und wiederum zum Aufbewahren. Ja. I think this field of research is growing stronger over time. It covers all the population issues, and for instance, migration and climate change, falling birth rates, the aging of population, and also today, COVID-19 and mortality. This makes our research field extremely valuable for today's society. Dass die Ergebnisse spannend sind, dass öffentliche Anerkennung dafür herrscht und dass die Fragen nicht ausgehen.